Rent ist für mich eines der Hauptstücke auf dieser CD. Und Lola Rent hat in dem Film 3 Handlungsstränge, die fast identisch sind, wo es darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das wird aber zweimal verfehlt. Und in der Situation wird quasi in eine Metaebene in den Himmel aufgeblendet und da findet ein Dialog statt. Und ich habe diese Komposition ja für 3 Leute geschrieben, aber jeweils 2 machen dann diesen Dialog im Himmel. Und für mich war sagen wir mal, die Idee nicht wie bei einer Liedform, über die im Jazz improvisiert wird, improvisieren zu lassen, sondern eben quasi einen Parcours zu schreiben, über den dann improvisiert werden kann und in dem verschiedene leichte Veränderungen stattfinden. Und diese leichten Veränderungen habe ich in der Partitur farblich markiert. Das heißt, man spielt eigentlich 3-mal dieselbe Partitur, aber einmal die grünen Zeichen, einmal die roten und einmal die blauen. Und in den Dialogen, die dann quasi zwischen Posaune und in dem Falle und mir als Geige stattfinden, da ist es dann eine richtig freie Improvisation. Und das ist eben eine sehr parallele Dramaturgie zu dem Film. Und das Konzept quasi eine Lola zu schreiben, also eine Form zu schreiben, die durch mehrere Inhalte geht, wo also ein Teil vielleicht mehr Kammermusik ist, der andere Teil mehr Voicings, jazzmäßig und der dritte Teil neutönerisch oder abstrakt oder Weltmusikthema. Dieses Konzept finde ich eigentlich super. Ein aktuelles Stück in meinem Kopf gibt es auf jeden Fall. Ich habe gerade eine Duo-CD aufgenommen mit Theo Jörgensmann und die ist natürlich noch nicht veröffentlicht und wir hören daraus verschiedene Improvisationen und da gibt es also mehrere Stücke, die wahnsinnig fasziniert für mich miteinander kommuniziert sind und das ist aber freie Improvisation. Aber ganz toll. Kann man nur deswegen nicht so viel drüber sagen. Man kann nicht vielleicht so inhaltlich sowas wie über einen Film erzählen, aber man könnte sagen, dass wir also 2 Musiker sind, die sehr lange miteinander spielen und sehr ähnliche Muster und Materialien sowieso benutzen. Ja, für mich ist die interessante Kombination, dass ich mal nur Bratsche spiele, was ich bis jetzt selten gemacht habe. Dass ich auf der Bratsche, ich persönlich, leicht weniger Klischees spiele, die mir jetzt schon bekannt vorkommen. Also ich entdecke an mir selbst mehr Neuland. Und wir haben einfach einen Wahnsinns-Sound zusammen. Und ich spiele mehr als sonst, also ich singe mehr als sonst Falsett und dritte Stimmen in mein Instrument rein. Und die Bratsche und die Klarinette haben ungefähr denselben Tonumfang. Und wir sind wirklich absolut gleichwertige Stimmen, die, ich sage jetzt mal, einfach durch den Raum fliegen und sich dort begegnen, wo man wirklich überhaupt nicht sagen kann, was ist es für ein Stil. Und man kann eigentlich auch nicht so richtig verstehen, oder ich selbst verstehe auch manchmal nicht, was machen wir da. Und das finde ich toll.
Nee. Gut. Es ist eigentlich kein Unterschied. Ja, zunächst ist ja Movie Talks ist ja ein Programm. Movie Talks ist Programmmusik. Und was ich aktuell jetzt gemacht habe, wovon ich erzählt habe, ist improvisierte Musik. Und dazwischen gibt es einen wesentlichen Unterschied. Bei dem einen finden Vorgaben statt, Noten. Und Noten haben immer so ein eigenes Timing. Das ist viel metrischer, da werden Sachen geprobt, die sind auf dem Punkt. Und ja, man kann auch den Musiker stellen. Kann er es spielen, kann er es nicht spielen. In der frei improvisierten Musik kann auch ganz konventionell gespielt werden, sodass man es ganz normal auch versteht, auch von mir aus dirigieren könnte oder so. Aber es kommt aus einer ganz freien, spontanen Entscheidung von eben beiden Protagonisten oder von allen Protagonisten, die daran beteiligt sind. Naja, und in der freien Improvisation ist es nicht so wichtig. Jeder kann auch sein eigenes Timing haben oder seine eigene Vorstellung von Geschwindigkeit oder von einem Metrum. Ich finde ja, das Spannende in der Musik ist, dass zwei Leute komplett nebeneinander ihren eigenen Kram sagen können und das Gesamtergebnis gibt ein interessantes Netzwerk. Wenn man also jetzt zwei Leute sprechen lassen würde, der eine über dieses Thema, der andere über das Thema, dann wäre man nur verwirrt. Man würde immer versuchen, eins von beiden irgendwie zu verstehen und beides gleichzeitig klappt nicht so gut. Das ist in der Musik anders und deswegen funktionieren Improvisationen mit 2, 3, auch noch 4 Leuten auf faszinierende Weise. Und da wird quasi dann so ein ich sag mal, fast demokratisches Netzwerkding, ja, das wird dann irgendwie möglich. Und das ist von mir aus, sagen wir mal, durchaus in der Entwicklung, dass wir heutzutage noch abstrakter und noch offener und noch freier sind. Sagen wir mal, dass wir sagen, ja, also diese Notenvorgabe oder dieses Klischee oder das brauchen wir nicht mehr. Wir können es auch im Moment machen. Und da hat durchaus eine Weiterentwicklung stattgefunden. Improvisation an sich ist nichts Neues. Improvisation hat eine Geschichte, die ist mehr als 1000 Jahre alt. Sehr wahrscheinlich ist die erste musikalische Idee, die es überhaupt je gab, natürlich Improvisation. Wir reden jetzt, oder wenn ich das jetzt so sage, meine ich damit, dass wir heutzutage in der Lage sind, Strukturen und formale Gestalt und motivische Gestalt zu improvisieren, die, sagen wir mal, gemessen an der
Entwicklung aus der Romantik kommend immer stärker hin zur Werkfixierung und zu diesem, wie sagt man, das gibt den Komponisten, der schreibt alles vor und dann gibt es den Spieler, der versucht, das so toll zu machen, wie es irgendwie geht, dass wir diesen Prozess jetzt improvisieren können. Das ist irgendwie neu. Das ist relativ neu. Man kann improvisieren, dass der Hörer denkt, es ist notiert. Und man kann mittlerweile auch Sachen so locker notieren, dass man es auch improvisieren könnte. Also diese beiden Ebenen, die vernetzen sich. Das machen sie aber auch schon jetzt lange. Aber da findet immer noch eine Entwicklung statt, weil also zum Beispiel jüngere Spieler heute mit einem ganz anderen Selbstverständnis aufwachsen und es nicht mehr so eine Trennung gibt zwischen Leuten, die nur in Notationsstrukturen vertraut sind und andere, die vielleicht frei reiben, kreischen und Geräuschstrukturen machen können, aber nicht unbedingt eine Sprachlichkeit haben. Und eine Sprache richtig zu sprechen, Töne zu formulieren, Aussagen mit klaren Tonhöhen zu machen, ist meiner Meinung nach noch eine andere Ebene und deutlich schwieriger. Und ja, da muss man zumindest 10, 12, 15 Jahre muss man das üben und betreiben, um auf ein intensives Ergebnis zu kommen. Es ist so, wenn du eine Sprache sprechen willst, und Musik ist ja eine Sprache, dann fängt man natürlich in der Kindheit an zu blubbern, probiert mit Lauten, mit allen möglichen Dingen, jenseits von der begrifflichen Notwendigkeit, etwas zu formulieren. Und irgendwann will man aber genau diese Aussage machen, die man machen will, und erlernt quasi ein Vokabular. Und wenn man das Vokabular dann auch noch gut kann, ja, dann fangen ganze Texte an, auf einmal spontan zu entstehen. Und so ist eigentlich auch das Prozedere in der Musik. Man kann alles Mögliche erstmal unreflektiert tun, irgendwann tut man es reflektiert und dann kann man ganze Aussagen, die man machen will, vordenken und die hat man dann aber auch in den Fingern direkt verfügbar. Langweilig. Das letzte Konzeptstück, das ich geschrieben habe, hat bei mir dazu geführt, dass ich mit Elektronik mal wieder gearbeitet habe, mit exotischen Instrumenten, Blockflöte, Rebec und einer elektronisch modifizierten Trompete und die Geschichten, die sind noch, ich sage jetzt mal globaler, die fassen die elektronische Musik und deren Entwicklung nochmal zusammen mit noch neutönerischen Arten zu schreiben. Und ich habe eben noch stärker jetzt einen Musiker genommen, zum Beispiel die Blockflötistin, die nur aus der notierten Musik kommt, und packe noch extremere Musikerpersönlichkeiten als früher in diese Projekte. Und dadurch sind sie noch stärker, sage ich jetzt mal, anders als einfach nur Jazz oder einfach nur Weltmusik oder neutönerisch. Sie versuchen noch stärker zwischen diesen Genres zu reisen.
Also das letzte, wo ich mich so richtig flashmäßig dran erinnern kann, da kam ich aus dem Urlaub, war in der Alhambra, habe das also absolut faszinierend gefunden, komme nach Hause, mein Auto ist abgeschleppt. Und dann musste ich das Auto abholen und war irgendwie noch so richtig in dieser Reise drin und war total gedrängt noch von Flamenco, hole das Auto ab und fange in dem Bus, ich musste nach Ossendorf, wer weiß wie weit rausfahren, fange in dem Bus an, ganz viele Motive aufzuschreiben auf eine Skizze und habe daraus dann später eine Komposition gemacht. Ein andermal ist es einfach nur, ich sitze schon vom Rechner, ich schreibe auch mit dem Rechner und jamme mit mir selbst. Die dritte Situation ist, ich improvisiere mit meiner Geige in einem Studio und höre dann exakt die Noten raus und modifiziere die dann und verdichte die dann, so wie so ein Theaterregisseur, zu was noch eigenständigerem und noch komplexerem. Ich bin immer wieder fasziniert von der tiefsten Seite meines Instruments. Also das ist eine ganz einfache Geschichte. Da ist ja irgendwie, drunter geht's nicht. Und die hat den sonorischsten Charakter von allen Tönen auf meinem Instrument. Und das ist eine faszinierende Note. Das ist ein C auf der Bratsche, ein G auf der Geige, ein D auf der gotischen Fiedel, ein C auf meiner Rebec, was ich auf jeden Fall hoffe, das ist, dass sich die unterschiedlichen Szenen und Detailkulturen wieder mehr vernetzen. Dass es einfacher wird, wenn man ein Grenzgänger ist, der quasi Einflüsse aus verschiedenen Genres holt, dass der auch ein Selbstverständnis bekommt mit dem, was er tut. Also was ist eigentlich wirklich interessant an einer interessanten Idee? Man hat als Musiker auf jeden Fall die Schwierigkeit, dass ganz viele Ideen, und die man hat, und Faszinationen eigentlich sich der verbalen Sprache entziehen. Wir denken in Musik, wir denken in Tönen, und dann gibt es Schwierigkeiten, durchaus Schwierigkeiten, das mal eben ganz packend zu formulieren. Gibt es Schwierigkeiten. Was ich eben sagen wollte, das ist die Szene, die scheint mir zunehmend zu zerfallen in ganz viele kleine Unterbereiche. Aber letzten Endes, wenn man zum Beispiel in einen CD-Laden geht, dann findet man eigentlich nur ganz grobe Schubladen, wo man etwas suchen kann. Und ein Selbstverständnis, dass quasi diese Schubladen irgendwie aufgesprengt werden und eine ganz andere Geisteshaltung irgendwie entsteht,
wo also sowohl der Markt feiner ist und gleichzeitig globaler und gleichzeitig regionaler irgendwie, also dass das Netz kleiner, feinmaschiger wird und gleichzeitig weltumspannend. Ja, das würde ich mir wünschen. Nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel, ich will ein Jazzkonzert machen, dann kann ich beim Jazzveranstalter super spielen. Mache ich jetzt aber etwas, was ein paar Elemente des Jazz mit etwas aus der Kammermusik verbindet, dann sagt der Jazzveranstalter, nee. Und die Kammermusik, nee. Und es findet eher ein Ausgrenzen statt. Und ein Suchen des Publikums, ein Suchen des Veranstalters nach neuen Ideen oder neuen Möglichkeiten, das zu verbinden. Es ist schon so, wenn man jetzt verfolgt, die Marktanteile, die verschiedene Musikrichtungen haben, dann kommen immer wieder Musikrichtungen hinzu, die sich auf einmal doch einen großen Marktanteil erschleichen. Ja? Ob das Hip-Hop, ob das Techno ist, gab es vor 30 Jahren nicht. Man kann also nicht sagen, dass sich nichts entwickelt, aber es entwickelt sich nicht innerhalb von einem Monat oder einem Jahr. Auf einmal stellt man in der Rückschau fest, huch, da hat sich ja was ganz Neues entwickelt. Und das führt auf jeden Fall dazu, dass wir heute viel mehr feine Stilistiken haben, die gängig sind, als das irgendwie für unser Weltbild in den 50er Jahren war. Und die Strukturen aber im Konzertbetrieb oder im CD-Verkauf, sagen wir mal, im Kapitalismus, wie wir ihn haben, die sind nach wie vor so geblieben, als gäbe es irgendwie nur im Wesentlichen 3 große Bereiche, und das ist eigentlich zu wenig. Und das ist auch als Orientierung für Leute, die wirklich nach Musik suchen, zu wenig. Es gibt ganz viele No-Gos, und das führt natürlich dazu, dass man dann irgendwie keine Konzerte spielen kann. Das ist das, was passiert. No-Go heißt, was weiß ich, im absoluten Free-Jazz-Idiom spielt einer einen C-Dur-Klang, alle laufen weg. Oder in der, in der Kadenz eines Mozart-Violinkonzerts wird auf einmal Punkrock gespielt und alle laufen weg. Also da gibt es irgendwie sehr viele Berührungsängste, aber sehr viel Potenzial, auch Neuland zu begehen. Veranstalter, nicht das Publikum. Veranstalter gehen dieses Risiko nicht ein. Ja, es ist hart. Ich finde es auch sehr schade und hoffe, dass da eben von dem Publikum aus eine neue Suche kommt, und dann werden auch auf jeden Fall andere Ideen hoffähig.
Die Nischen gibt es. Es gibt auch die ganz neuen Möglichkeiten, übers Internet sich selbst quasi darzustellen und ganz eigene Wege zu gehen, komplett ohne Rücksicht auf irgendein Marktsystem oder Konzept. Man kriegt sein Feedback über irgendwelche Klickzahlen oder dann auch wieder über ganz andere Tricks, ob man irgendwie, wie heißen die, einen Bot dann wieder einsetzt, der für Klickzahlen und Aufmerksamkeit sorgt, oder ob man ein Technikfreak ist, der eine riesen Vernetzung auf Facebook hat. Auf jeden Fall ist es möglich. Was sich bei mir eigentlich in den letzten 5, 6 Jahren verändert hat, das ist, dass die gotische Fiedel und die Rebec vielmehr wirklich zu Instrumenten von mir geworden sind. Und die gotische Fiedel hat eine andere Stimmung und ein anderes Klangbild, und man spielt mit diesen Instrumenten völlig andere und neue Farben. Die gotische Fiedel ist eigentlich ja konzipiert für mittelalterliche Musik, und es ist für mich eigentlich eine relativ Neuentdeckung, einfach zu sagen, wir nehmen jetzt ein ganz historisches Instrument, das eigentlich immer nur für historische Aufführungspraxis genommen worden ist, und machen damit jetzt neutönerische Ideen und neutönerische Klänge. Und mein letztes Projekt mit der gotischen Fiedel ist eben auch mit einem Traversflötisten, und wir spielen irgendwie ganz eigene, neue Oberton, wie sagt man, also neue Klangfarben entstehen dadurch, dass diese alten Instrumente noch historisch gestimmt sind, und die Obertonzusammensetzung völlig neu ist. Und das ist wirklich einerseits eine sehr neue Geschichte, die andererseits aber auch das ursprüngliche, das archaische
wo Musik und der Drang, Musik zu machen, überhaupt herkommt, sich dann trotzdem in dieser neuen Musik widerspiegelt. Und das finde ich total interessant. Das ist aber schon in den 90ern für mich passiert als Musiker, dass ich komme ja eher aus der Unterhaltungsmusik und habe Keyboard gespielt und ja, da wird ein Song gemacht und dann ist der Song fertig und dann spielt man den. Und dann kommt der erste Gig, dann spielt man den. Dann kommt der 10. Gig, dann spielt man den. Dann kommt der 30. Gig und man spielt immer noch genau den gleichen Song. Und da habe ich für mich gemerkt, das ist überhaupt nicht die Art von Musiker-Dasein, die ich irgendwie mein Leben lang machen will. Und dann, ja, und dann kommt man aus diesem Thema raus und versucht quasi ja, in Entwicklungsideen zu kommen. Wie kann sich Musik entwickeln? Und da gibt es einfach Liedformen, die sind wie ein Gefängnis. Wenn man da einmal anfängt oder ein musikalischer Vamp oder eine rhythmische Geschichte, dann ist sofort der ganze Raum definiert. Alles ist klar, was da jetzt passieren wird. Und um da rauszubrechen, muss man einen Wahnsinnsschnitt machen. Und diesen Mut, den muss man aufbringen. Und den habe ich aufgebracht und bin dann in eine Abstraktion gegangen und habe natürlich den Hörer, der jetzt dachte, Mensch, jetzt geht's ab, jetzt wird's groovy und so, vor den Kopf gestoßen. Und dann kommt quasi wie so eine Metamorphose, kommt dann so eine Entwicklung, in der man wirklich weiter will. Man will einfach weiter und kommt aber dann irgendwann vor lauter weiter auch an einen Punkt, wo man sagt, da ist aber jetzt eine neue Art zu spielen, ein neues Klischee von mir aus, auf das man zusteuert und dann kommt man sich vor wie so ein Reisender, der auf Wanderschaft ist und immer sagt, ja, tut mir leid, aber ich muss jetzt weitergehen. Dieser Moment, der entsteht. Und so entsteht eigentlich diese Art von Musik, die ich jetzt heute mache, die nicht reine Abstraktion immer ist, sondern die eben bestimmte, ich sage jetzt mal Heimaten oder bestimmte Plätze, die man kennt und an denen man sich wohlfühlt, in die Musik integriert. Und dieser integrative Stil, das ist in der Improvisation auch relativ neu. Und da gibt es einfach dann so für mich so Schlüsselmomente, wo ich dann auf einmal sage, okay, jetzt ist gut, jetzt gehe ich weiter. Und dann mache ich das. Naja, in gewisser Weise bin ich ein sogenannter Schwimmer. Also ich bin also sowohl im Interview als auch bei einem musikalischen Konzert, bei einem Konzert, bin ich ein wahnsinns reagierender Typ. Das ist irgendwie so ein bisschen auch mein Personalstil. Aber so, wenn der Raum total leer ist, wenn ich einfach nur da stehe und soll jetzt spielen, und das habe ich oft gemacht, also Solokonzerte gegeben, weißes Blatt Papier, hingucken und dann aus sich selbst heraus, dann ist also gerade die Leere die Quelle, aus der alles entsteht, und dann braucht man immer lange Zeit. Und dann kommen Sachen hoch in der Spontanität, die man dann weiterentwickeln kann, und dann kommt aus sich selbst quasi dann entsteht ein Zwiegespräch mit Sachen, die von mir aus vom Kosmos kommen oder die aus dem Nichts heraus irgendwie entstehen. Und so kann ich jede Art von Aussage dann wieder weitertreiben.
Wenn ich mich so ein bisschen erinnere an meine Kindheit und wo das überhaupt herkommt jetzt, also kreativ sein zu wollen, dann hatte das auf jeden Fall auch mit Spaß zu tun und was weiß ich, Neuland entdecken und die ersten faszinierenden Gruppen, das waren dann irgendwie relativ kommerzielle Bands, ob das Rockbands waren oder so und diese Idee, Spaß zu haben und die Idee, was zu entwickeln, ähm, das ist jetzt irgendwie so aus meiner Generation, man sieht eben die Bands, die zusammen was entwickeln. Und da gibt es nicht diese Aufteilung und der geniale Komponist und irgendwer spielt. Und ja, dieses Konzept von quasi Rock oder Band haben wir in den letzten 20 Jahren jetzt auf so eine Ebene gestellt, wo quasi die Strukturen, kreativ zu sein und was miteinander zu machen und miteinander Spaß zu haben, im Moment auf der Bühne, wo das jetzt so in so einem Feld der Kammermusik auch angekommen ist. Also wo Leute, die eine ganz normale Ausbildung an einer Musikschule hatten und haben immer schön geübt und die können also ganz viel spielen. Ja, die haben jetzt eben auch zunehmend machen von dem Recht Gebrauch, dass sie eben kreativ sein wollen und schmeißen sich in so einen Pool und da bin ich und das habe ich seit 20 Jahren vor und mache das. Einfach eben auf der Bühne Spaß zu haben und das zu reflektieren und das strahlt dann eben ins Publikum, wie wir miteinander spontan zusammen musizieren. Das ist eigentlich alles. Und das war bei mir von meiner Herkunft, ja, war das alles noch neu. Das durfte man nicht. Ja. Also da waren die Leute, die waren an der Musikschule und die konnten ein richtiges Instrument spielen. Und dann gab es irgendwie die Jammer, die dann irgendwie auf einer ganz anderen Ebene dann irgendwelche Bands gemacht haben. Ja. Aber das kam nicht zusammen. Ja, und der eine ging dann ins Orchester und der andere hat dann irgendwie Popmusik gemacht. Und das ist mittlerweile das ist ein Feld geworden. Und das finde ich das ist eine Leistung der letzten 20 Jahre und das ist was, wo ich auf jeden Fall meinen Anteil dran habe.